Ja, hallo, willkommen bei Piranha-Becken TV. Unser Gehirn brät schon wieder. Hallo. Ja. Ne? Und weil es so heiß ist, unterm Dach, sind unsere Gehirne auch immer so ein bisschen matschig, ne? Und deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie inspirieren lassen. So, das ist nämlich das Thema heute, Inspiration. So, und weil unser Drucker irgendwie den Geist aufgegeben hat, muss ich jetzt hier interpretieren. Das heißt, ich schau mal, wodurch kann man sich denn inspirieren lassen, wenn man ein Computerspiel bastelt? Das erste, was einem einfällt, andere Computerspiele. Und das zweite, was mir einfällt, ist Filme. Nein? Das wäre tatsächlich sogar das erste gewesen, was mir einfällt. Sogar das erste gewesen. Und darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, welche coolen Fantasy-Filme kennst du eigentlich? Und die haben Folgendes gesagt. Ich würde sagen, meine Lieblings-Fantasy-Filme, vielleicht sogar meine Lieblingsfilme insgesamt, Herr der Ringe, schon extrem gut. Ach, da fällt mir spontan Herr der Ringe ein. Die Herr der Ringe-Trilogie, Der Hobbit, ganz vorneweg auf jeden Fall. Valerian habe ich vor nicht allzu langer Zeit geschaut, ein sehr, sehr schöner, bildgewaltiger Film. Dann Das Labyrinth, ein Klassiker, ein Uralt-Klassiker. Einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme ist Pans Labyrinth. Oder halt auch so ganz klassische Sachen wie Harry Potter, das ist ja schräg. Dein Geschmack hat Struktur, das merke ich. Conan der Barbar, natürlich Herr der Ringe, muss ich erwähnen. Um noch ein paar Klassiker zu nennen, vielleicht Krull, wenn du den kennst, mit diesem 5-sternigen, ja klar, kennt man. Legende finde ich super, auch wenn er nicht so gute Kritiken bekommen hat, mit Tim Curry als Teufel. Der beste Teufel ever, finde ich übrigens. Auch der beste Clown, der ist besser als der neue Clown in S. Für mich ist Star Wars halt auch Fantasy. Das ist, für manche ist es Science Fiction, für mich ist es Science Fiction und Fantasy. Das letzte Einhorn als Zeichentrick finde ich sehr schön. Aber wovon ich übersättigt bin bei solchen Sachen, ist auf jeden Fall auch Medieval. Also Herr der Ringe würde, glaube ich, so auch heute nicht mehr funktionieren. Für mich zumindest. Für mich. Ah, hier, Herr der Ringe, ne? Ja? Ganz klar. Okay. Richtig geil. Cool. Herr der Ringe. Herr der Ringe, Eragon, Dragon's Heart, glaube ich, heißt er. Ich glaube, ja. Nein, also die Liste wäre zu lang, tatsächlich. Also Fantasy ist genau wie Science Fiction mein Steckenpferd, von daher, da gucke ich sehr viele und eigentlich alles, was mir in die Quere kommt. Herr der Ringe bleibt natürlich ganz weit oben, Hobbit nicht unbedingt, aber ja. Viele? Gibt ja leider nicht ganz so viele, aber Herr der Ringe ist da schon ziemlich weit oben. Alle. Ich kenne alle. Goonies. Wer die Goonies nicht kennt, googeln und gucken. Die Marvel-Filme finde ich großartig. Und Harry Potter. Warum eigentlich Fantasy? Weil wir aus dem Fantasy-Ecke kommen, ne? Also wir machen ja jetzt alles, wir machen ja Hybrid-Setting und so, ne? Also wie kommt man denn da hin? Ja? Na gut, aber Fantasy, das lässt ja auch sehr vieles in anderen Bereichen zu, ne? Das heißt, die außergewöhnlichsten Geschichten und Ideen und vielleicht sogar Plot-Twists oder sowas findet man auch viel im Fantasy-Bereich, ja, weil es halt so vielschichtig ist. Ja. Und das ist dann leichter, sich durch so etwas inspirieren zu lassen, als durch eine Geschichte von der Nachbarin. Vielschichtig, was heißt das denn? Das ist so ein Füllwort, das kann ich auch über Krimi sagen. Aber Krimis können einen auch inspirieren, so ist das nicht. Ne? Ja, selbstverständlich. Also es ist sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich tendenziell mir das angucke, worüber ich gerade arbeite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Quest machen möchte mit einem Mordfall, dann gucke ich mir tendenziell eher einen Krimi an. Also und eher Columbo als Game of Thrones. Columbo? Ist das kein Krimi? Doch. Moment mal, ich hab noch einen. Ich habe ewig kein Columbo mehr geguckt. Aber okay. Krimiserie. Ja, dann Schimanski oder... ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwie was mit irgendwelchen neueren Elementen machen möchte, dann gucke ich mir irgendwie Sci-Fi an. Ja, Star Trek
ist so ein Paradebeispiel, finde ich, für moralische Geschichten im Science-Fiction-Universum. Bietet unwahrscheinlich viel Potenzial, sich inspirieren zu lassen und dann irgendwie sich selber was einfallen zu lassen für eine Questreihe, die in so eine moralische Richtung geht. Und so kann man das extrapolieren auf sehr viele unterschiedliche Sachen. Oder philosophische, was eigentlich viel passender wäre für Star Trek. Auch, auf jeden Fall, philosophische, ja. Philosophische haben wir ja auch sehr viel in den Spielen drin. Ja. Ne? So philosophische Ansätze, Fragen, die aufgeworfen werden, tendenziell sogar nicht immer beantwortet werden, wo der Spieler sich dann selber denken kann. Oder sich selber entscheiden kann, für welche Sache er da brennt oder was er halt machen möchte an der Stelle. Ne? Genau. Ich finde es auch viel spannender generell, wenn man eine Frage hat, die man sich selber stellt, irgendwie bei einem Spiel oder bei einem Film oder bei einer Serie, egal, und dann weiter darauf rumkauen kann. Wenn man alles immer ins kleinste Detail beantwortet, dann entzaubert das so ein bisschen die Inhalte, finde ich. Und darum ist es... Das ist aber ein schmaler Grat, weil die Menschen da draußen wollen ja wissen, die Hintergründe und so weiter, ne? Ja. Und das könnte man ja auch sagen, irgendwie, ja, ihr habt euch nicht genug inspirieren lassen, ihr seid nicht fertig geworden und so. Ja, ihr könnt euch euren Teil denken. So ist das ja meistens nicht. Nee. Ne? Wir machen ja ganz gezielt irgendwo Lücken rein. Ja. Ne? Wir haben auch immer mehr Informationen in unserem internen Wikipedia zum Beispiel, als wir ins Spiel reinpacken. Im Spiel wandern, damit es die Antworten im Prinzip gibt, aber das Spiel nicht unbedingt alle Antworten gibt. Aber genau so ein Element schafft ja auch Atmosphäre, finde ich. Ne? Das ist immer so ein Füllwort, ein Schlagwort, das sehr viele sagen, ja, was hat dir denn besonders gut gefallen? Ja, die Atmosphäre. Ja, und was macht die Atmosphäre aus? Ja, war halt cool. Die Grafik, die Musik, die schroffen Dialoge, die krassen Charaktere, das tolle Setting, bla, dann wird's schon, dann braucht man 15 Sätze, um zu schreiben, was man eigentlich empfindet. Genau, und das ist bei jedem auch so ein bisschen anders, ja. Ne? Aber wenn es einen hookt, dann hat es an der Stelle halt gepasst. Ja, ne? Ja. Und das ist auch so ein Ziel, das man damit verfolgen kann. Ja, es gibt halt verschiedene Arten, sich inspirieren zu lassen, vor allem für irgendetwas zu machen. Was ein Krimi jetzt beispielsweise von irgendeiner Sci-Fi- oder Fantasy-Geschichte unterscheidet im Wesentlichen, ist das Fantastische, was auch schon im Wort Fantasy steckt. Ja. Das heißt, dass es im Grunde genommen moderne Märchen sind Science-Fiction-Dinger. Ne? Viele sagen auch, Star Wars ist gar kein Science-Fiction. Ne? Das ist eigentlich ein Märchen. Also ein Zukunftsmärchen mit Science-Fiction-Elementen. Und deswegen kloppen sich auch immer die Star Trek-Fans mit den Star Wars-Fans, weil Star Trek sehr viel wissenschaftlicher an die Dinge rangeht und Star Wars eher so tatsächlich irgendwie wie so ein Märchenbuch geschrieben ist. Na? Ja, man kann sich von beiden aber auch inspirieren lassen. Sowohl die technische Komponente, es gibt sehr viele Menschen, die unsere Spiele spielen, die sich auch mit den Hintergründen und Möglichkeiten, Beispiel, ich finde eine Dose Ravioli irgendwie in einem Wandschrank bei Elex. Wie alt ist die? Ob die wohl noch haltbar ist? Ja? Wann kam der Meteor runter? Vor 160 Jahren. Ja, dann 160 Jahre Ravioli, alte Ravioli. Also bestenfalls, vielleicht steht das ja auch schon 3 Jahre im Schrank, als der Meteor runtergekommen ist und so, ne? Ist das noch realistisch? Kann man die dann noch essen? Es gibt garantiert irgendwelche Leute, die sagen, okay, ja, ich schlag mal nach und ob das funktioniert und so. Du hattest mal gesagt, irgendwie, das ist immer eine Frage der Umstände. Wenn du in einem kalten Keller das Ding irgendwo lagerst, trocken und irgendwie möglicherweise. Ja. Aber man weiß es nicht. So, ja. Realismus, Fanatiker oder halt Fetischisten oder wie nennt man sie? Realismus-Fans, ja. Die sagen irgendwie, das geht vielleicht nicht. Andere, ja, die Gegenpartei, die sagt irgendwie, ja gut, das ist halt irgendwie, da muss man extrapolieren. So, ja gut, aber wenn man immer alles bis ins kleinste Detail erläutert und erklärt, und dann kommen wir wieder darauf hin zurück, ja. Dann ist es auch im Grunde genommen, ne, wenn die Leute sagen, ja, das war ja damals alles so realistisch, so ja, so realistisch, aber die Drachen. Ja, das ist ja dasselbe Thema und manchmal zerquatscht man es dann auch. Das ist so wie bei Star Wars und den Metachlorians. Das war so, da waren viele Leute so dermaßen enttäuscht, dass die versucht haben, die Macht zu erklären mit diesem Entmystifizieren ist das, ja. Das heißt, die Inspiration irgendwie, die jemand früher mal gehabt hat, ja, also der George Lucas, nehmen wir mal an, er war das, ja,
so von dieser Macht und der Religion und dieser Magie, was nichts anderes ist als das, was wir mit Mana und mit Elex erzeugen, also dieses Übernatürliche, ja, wird dann reduziert auf irgendeinen technischen, wissenschaftlichen, biologischen Krempel, ja, und das finden viele Leute nicht cool, ja. Wo habt ihr da eure Inspiration her? Ja, wieso kommt ihr auf so eine komische Idee? Das so zu entmystifizieren, kommen die Leute dann zu uns. Was war denn der Gedanke darüber, sowas zu bauen oder so? Das ist schwierig, sowas, ja. Und vielleicht würde George Lucas dann sagen, naja gut, ich habe sehr viel Star Trek geguckt und da erklären die ja auch alles. Warum darf ich das bei Star Wars nicht? Ja, schwierig, ne? Ja, aber du gehst ja von anderen Ansätzen aus. Die erklären ja auch nicht alles. Die geben dem Ding irgendwie, die geben vielen technischen Dingen einen Namen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und so funktioniert das. Aber wie es funktioniert, weiß kein Mensch. Ja, auch Metachlorians habe ich heute Morgen zum Frühstück gegessen. Die gibt's ja auch nicht, ja? Also, verstehst du? Also, ja, ich meine, je näher man dran ist an dieser Sache so... Es ist schon irgendwie... Ist schwierig, oder? Ja, ich finde das schon irgendwie. Das ist so die Erwartungshaltung. Ja. Wenn du zum Beispiel mit einer Selbstverständlichkeit reingehst und sagst irgendwie, ja, keine Ahnung, du bist jetzt in der Barriere eingesperrt, irgendwie durch so eine magische Glocke und das ist jetzt das Gefängnis, irgendwie hinterfragt kein Mensch, warum es Magie gibt in der Welt. Die gibt's einfach. Wobei wir schon bei Gothic wären, ne? Wodurch habt ihr euch inspirieren lassen? Hieß es dann so. Gerade diese Gefängniswelt schön, ja. mit der Glocke oder so, ja. Wo kommt denn der Grundgedanke her? Wo war die Inspiration? Irgendwelche Leute in eine Location zu pferchen, eine Glocke drum zu machen, so, du kommst, wenn du einmal reinkommst, kommst du nicht wieder raus. Und dann sind da nur Verbrecher. Naja, das ist das Setting von Escape from New York, ja, also die Klapperschlange. Wer es noch kennt. Ja, davon hat man sich, was Gothic angeht, tatsächlich inspirieren lassen. Dann nahm man das Fantasy-Element, ja, von, sagen wir mal, Tolkien, weil er ja als Urvater des Fantasy gilt, so, ja, mit Orks zum Beispiel. Er nennt die Orks auch Orks, wir nennen die Orks Orks. Also ja, da hat man sich inspirieren lassen. Das heißt, man nimmt Klapperschlange und Herr der Ringe und wuschelt das zusammen und dann hat man Gothic. So einfach ist das vielleicht jetzt nicht, aber zumindest die Inspiration kommt daher. Ja. Ja? So, ne, das habt ihr doch da und da geklaut, hören wir sehr häufig so. Dann sagen wir dann oft, ja, klar. Klar. Aber wo ist dann, ist auch so eine interessante Frage. Ab wann ist es geklaut und noch legal? Ich sag dazu, naja, wenn es der Kunde cool findet, dann ist es auch okay. Und man kann auch eine Sache, sage ich jetzt mal, der Alex Brüggemann, ja, der früher auch einer der Menschen war, die bei Gothic mitgearbeitet haben, der leider mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, der hatte mal gesagt, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. So, ja, und ne? das ist ja ein Unterschied, ob du meinte er nicht wirklich so, ja, aber was er damit sagen wollte ist, lass dich inspirieren von Sachen, die gut waren. Ne? Das Thema ist ja nicht irgendwie, dass du irgendwas nimmst und das 1:1 als deins verkaufst, sondern dass du zwei Dinge nimmst, die miteinander nichts zu tun haben, die beiden Dinge vermischt und dann etwas Neues daraus kreierst. Und das ist dann nicht geklaut, sondern gut inspiriert. Und das ist dann auch, das empfinden die Menschen dann auch als neu. Das ist eine originelle Idee, so würde ich das bezeichnen. Eine originelle Idee kommt immer dann zustande, ja, auch ein ganz einfaches Prinzip, wenn du zwei Dinge nimmst, die miteinander nichts zu tun haben. Klapperschlange, Escape from New York und Herr der Ringe, so. Das ist nur ein ganz blödes Beispiel, aber, ne, bring das irgendwie zusammen, erzähl eine Geschichte, hast du was Eigenes, so, ja. Oder Club der Toten Dichter und Herr der Ringe, tu das zusammen, ist jetzt auch ganz simpel, da hast du Harry Potter, so, ja, also Internat und hier Captain, my Captain, bla. Also bringst die beiden Sachen, das, was cool war daran, das, was man cool fand, ja, das findet man da wieder. Dieses in der Klasse sitzen und irgendwie deine Schulkollegen und der coole Lehrer und dies und das. Diese Elemente, die sind bei Harry Potter drin. Aber es sind auch die ganzen Fantasy-Elemente drin, wie Greife, Zauberei und hast du nicht gesehen. Und diese Dinge zusammen sind eine total geile Geschichte. So, ja. Ein ganz klassisches, aktuelles Beispiel ist Stranger Things. Ja. Absolut. Stehen alle drauf, finden total geil, nostalgische Flashs aus der Hölle, einfache Geschichte und ganz viele alte Sachen geklaut und zusammengemixt irgendwie. Von Stand By Me, Das Geheimnis eines Sommers oder wie das hieß, irgendwie Stephen King, Gedöns, ganz viel, ein bisschen Akte X dabei, ein bisschen Terminator dabei und so weiter und das mischt man alles irgendwie in einem Brei und dann hast du Stranger Things, ja. Das funktioniert wunderbar. Und das macht auch Spaß.
auch die Musik und das ganze Ambiente von dem Ding, das ist tatsächlich da irgendwie so zusammengemixt, dass man so Nostalgiegefühle bekommt, wenn man das guckt. Irgendwo. Ach, guck mal, das ist wie bei Goonies. Ach, guck mal hier, das ist wie bei E.T. Ach, guck mal, das ist hier wie bei Halloween. Ach, guck mal hier, das ist wie bei, also diese ganzen alten 80er-Schinken, ja, die packen sie da mit Freddy Krüger und Co. packen die da rein, so, ne? Selbst die Gremlins haben sie da drin, so, ne? Absolutes Phänomen. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt ein weißes Blatt und versuche mir selber irgendwas aus dem Hirn zu ziehen, das funktioniert nicht. Nein. Und wenn irgendwelche Leute irgendwie versuchen, was zu konstruieren, was es vorher noch nie gegeben hat, ne, das ist ja allein schon mal irgendwie schwierig. So gut wie unmöglich, sagen wir schwierig. Ne? Dann wird das bei weitem nicht so gut angenommen, weil nämlich dieser Nostalgiefaktor, dass Leute etwas wiedererkennen, was sie selber anspricht. Und sie können vielleicht, wenn es gut gemacht ist, nicht mal sagen, was es war, viel leichter einen Zugang zu etwas Neuem finden, als wenn du versuchst, so was völlig, dann ist das oft abgehoben, holt die Leute nicht ab und ist viel schwieriger, den Leuten zu verkaufen, als wenn man irgendwelche bekannten Elemente, die einem vielleicht selber Spaß machen im besten Fall, ne, 80er Jahre, stehe ich auch drauf, und solche Sachen in ein Spiel zu packen und dann sagst du, hey, irgendwie fühle ich mich da heimisch, da fühle ich mich wohl in dem Universum. Hol die Menschen da ab, wo sie gerade sind, ne, gedanklich. Das heißt also, wenn wir beispielsweise Elex machen, dann holen wir euch ab, ja, indem wir, das erste, was du siehst von Elex, ja, ist Waldgebiete und erinnert an die Welten, die wir früher mal gebaut haben. Und ja, du bist in einer Art Fantasy-Welt, startest du. Auch mit Ruinen und so weiter. Aber das Grundding ist erstmal Fantasy und du kommst auch zuerst zu den Berserkern, die eher so die Fantasy-Mittelalter-Schiene und so weiter, ja. Das heißt, wir holen euch eher da ab, ja, wo ihr seid, damit ihr euch nicht so total fremd fühlt. Das heißt, hätten wir Elex jetzt in irgendeiner futuristischen Stadt starten lassen, ja, hätten wir vielleicht vielen Menschen vom Kopf gestoßen, so, ne? Wo kriegt ihr denn eure Inspiration her, so? Ja, wie kommt ihr auf so eine Idee, so etwas zu tun? Es gibt eine Stadt, es gibt ja auch den Eispalast und es gibt ja auch irgendwie die Kleriker mit ihrem Hort. Aber die kommen erst im hinteren Bereich. So, ja. Dass man jetzt nicht die Leute vom Kopf stößt und sagt so, ich habe jetzt eine ganz tolle Idee, ich habe mich jetzt von Blade Runner inspirieren lassen und jetzt, oder Deus Ex oder Cyberpunk oder sowas, ja. Und jetzt startet ihr da und das ist was völlig anderes. Ja. Kann man machen. Ist für uns aber nicht opportun gewesen. Wir wollten schon, ne, so nah an dem bleiben, wie wir früher gemacht haben. So. Funktioniert ja auch im Marketing dann schwieriger. Das heißt, wenn du jetzt ein Deus Ex designst und also ein Spiel wie, ja, ne, und dann sagst, wir gehen jetzt auf Sci-Fi. Viele Leute hypen mittlerweile Cyberpunk, aber viele Witcher-Fans müssen davon erstmal überzeugt werden, dass das vielleicht auch Spaß macht. Ja. Obwohl es überhaupt nichts mit Witcher zu tun hat. Ja. Und das zu vermarkten ist erstmal so eine Hürde, die du nehmen musst, um den Leuten zu sagen, ja, es ist Science Fiction, ja, dich erwartet irgendwie machen sie aber gut. Technik und bla und hier und da, ne? Machen sie gut, ich hab da Bock drauf, ne? Also ich habe mich da auf jeden Fall hypen lassen. Ja, die haben auch eine super Marketing-Maschinerie, die da an der Stelle sehr gut funktioniert, die den Leuten hilft, dann in dem Fall natürlich auch nicht verkauft, ihr bekommt jetzt einen Witcher in der Zukunft. Nein, bekommt ihr nicht. Ihr bekommt etwas anderes, aber es ist geil. So, und das muss man dann den Leuten verkaufen. Ja. Ne? Und wir haben gesagt, nö, wir haben beides. Wir haben was Neues und wir haben was Altes und beides findet man wieder und der Spieler kann sich in weiten Zügen entscheiden, wie er gerne spielen möchte. Ne? Zum Beispiel bei der Klassenwahl, also bei der Fraktionswahl und in der Typologie findest du auch alles wieder und so. Und in den Größenverhältnissen ist dieses mitteleuropäische Flair auch sehr viel breiter vertreten als zum Beispiel Wüstenszenario oder ein rein technisches totes Land und so weiter, weil die Leute sich tatsächlich am häufigsten auch, am liebsten in diesen grünen Bereichen, die sie kennen, bewegen und darin spielen. Das ist auch ein Phänomen, das in den früheren Spielen auch so war. Bei einer Umfrage Gothic 3, welches Land hat dir denn am besten gefallen irgendwie, haben viele tatsächlich Myrtana gesagt. Gut, die interessante Frage ist in dem Zusammenhang ja Inspiration, worauf haben wir uns inspirieren lassen? Nehmen wir mal Risen, ja, Risen 2. Pirates of the Caribbean fällt uns also direkt ein, so, ja. Das heißt also, wir haben unser Setting, unser Risen 1 Setting verheiratet mit dem, was Pirates of the Caribbean macht. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, irgendwie, ja, die dürfen wir aber dann nicht Piraten nennen, wir sollten sie dann anders nennen, damit es nicht so ähnlich ist und so. Wir halten das für Quatsch, weil ich meine, es ist völlig offensichtlich, wovon wir uns haben inspirieren lassen.
vom Piratensetting. Also es gibt gerade irgendwie die Piraten, Walt Disney Schiene und so. Ja, sicher, lassen wir uns da inspirieren. Elex, ja, wurde auch oft gefragt, wo habt ihr euch inspirieren lassen? Und da habe ich immer gesagt, ja, Dune, der Wüstenplanet, also dieses Spice, dieses Elex, dieses Lebenselixier, das ist sehr artverwandt. Da ist auf jeden Fall irgendwo der Grundvater des Gedanken. Auch das magische Erz, selbstverständlich, ne? Das Blau ist auch, ne? Also da kommt schon irgendwie so die Inspiration her von dem Ganzen. Star Trek selbstverständlich, das heißt viele philosophische Fragen, die wir in Elex aufwerfen, kommen daher. Fallout selbstverständlich, ja. Equilibrium, ja, ganz, ganz viel davon, ja. Star Wars, ne, klar, das heißt also diese ganzen Trooper da von den Alps und so weiter und auch diese ganzen Philosophien und Geschichten und Märchenelemente und so weiter haben wir uns auch sehr inspirieren lassen da an der Stelle. Ne? Gothic hatte ich ja schon am Anfang. Ja, welche Bücher hast du früher gelesen? Dass du jetzt, sag ich jetzt mal, was dich legitimiert, in der Storyabteilung zu arbeiten? Ganz, ganz viel Stephen King. Ich auch. Und Perry Rhodan, bis zum Abwinken. Pfeiffer war ich damals nicht ganz so viel unterwegs wie heute, muss ich sagen. Ja? Aber alles, was Mystery ist irgendwie, ich habe sogar Akte X gelesen. Ohne Scheiß. Wow. Ja. Und da, also Stephen King macht ja auch immer so eine Mischung aus Krimi, Mystery, Horror und das in sehr unterschiedlichen Settings, ne? Von Todesmarsch bis, was weiß ich, der schwarze Turm oder keine Ahnung, ne? Stephen King ist ich habe alles Mögliche gelesen mittlerweile von ihm. Mein Lieblingsbuch von Stephen King ist übrigens Sarah. Ja? Mhm. Okay. Ja. Seitdem habe ich mich immer nicht in den See getraut. Aber gut, das ist was anderes. Mein Lieblingsbuch von ihm war The Stand und Langolayers. Die fand ich auch geil. Als Buch, ja. So. Ja gut, wir haben noch mehr Sachen hier. Das packen wir am besten in eine neue Folge. Ne? Da gibt's nämlich noch eine ganze Menge drüber zu sagen, wie so eine Visionsfindung oder Brainstorming oder Zeugs aussieht. Da kann man sicherlich noch eine eigene Sendung von machen. Und damit hätten wir auf jeden Fall mal die Inspirationsfrage geklärt. Also lassen wir uns von allen inspirieren. Alle Sachen, die wir hier aufgezählt haben, sind ganz hoch im Kurs. Ne? Da sind bestimmt noch viele vergessen worden oder so, aber das ist schon... kann man sich echt lange drüber unterhalten. Ja, das ist Inspiration, ne? Weil das ist Spinnerei, Visionenfindung und so. Ne? Das ist schon eine geile Sache. Ne? Da kann man rumspinnen bis zum Gehen nicht mehr. Gut, hast du eine Community-Frage? Tatsächlich habe ich noch eine im Kopf. Und zwar hat jemand gefragt, wenn euch an eurem eigenen Spiel etwas nicht gefällt oder da ist etwas, das gefällt euch nicht, was ist das? Wie ändert ihr das? Oder was würdet ihr ändern wollen vielmehr? Das ist jetzt nicht wortwörtlich, ich habe es leider nicht mit nach oben genommen, aber... Ich glaube, die Frage ging so, was würdet ihr an dem, was ihr früher gemacht habt, ändern heute? Oder so, wenn ihr wieder zurück in die Vergangenheit und so weiter. Zum Beispiel. Das Coole daran ist, klar, man hat so Reaktionen der Menschen, ne, was das Wichtigste ist eigentlich, eingefangen, Feedback gesammelt und so weiter und hat mittlerweile rausgefunden, bei welchem Titel man welche Fehler gemacht hat. So, ja. Das heißt also, alles, was ihr so an Feedback uns gegeben habt, ist ja im Grunde genommen das, was man falsch macht. So, ja. Das heißt also, das, was wirklich viele, viele Menschen nicht gut finden, ja, das nehmen wir an und sagen, das ist falsch gelaufen oder irgendwie nicht so cool gelaufen oder wie auch immer. Trotzdem war immer die Basis da, dass wir immer noch weiter existieren konnten. So, ja, dass ihr immer noch Bock hattet, unsere Spiele zu spielen. Wir haben eine Menge Fehler gemacht und wir versuchen auch heute, sage ich jetzt mal, mit den aktuellen Sachen, diese auszumerzen. Ne? Das heißt also, würden wir in die Vergangenheit gehen, würden wir da was anders machen? Ja, wahrscheinlich, aber das machen wir ja heute. Ja, das heißt also, die Dinge, die wir heute machen, das sind Dinge, die wir im Grunde genommen aus den Fehlern der Sachen, die wir früher gemacht haben, irgendwie gelernt haben und versuchen, die besser umzusetzen. Es geht halt darum, dass diese Spiele halt irgendwie sehr viel mehr Erfahrung beinhalten, sehr viel mehr, viele Jahre an Research und Probieren und Feedback sammeln und so weiter. Ja. Also ob man damit dann Erfolg hat am Ende des Tages, Dinge zu ändern in der Vergangenheit, ja, weiß man auch nicht, wie es geendet wäre. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, würden wir jetzt das Setting Piraten, ja, was viele ja kritisiert haben, ja, wie so Piraten, so bei Risen 2, ja, hätten wir das jetzt anders gemacht, wäre das dann besser gelaufen? Ja? Viele sagen, ja, auf jeden Fall, aber das können sie ja nicht wissen. Wir wissen es auch nicht. So, ja.
Also das ist eine schwierige Sache. Deswegen kann man sich da gar nicht so festlegen an der Stelle. Bei dem ganzen Feedback einsammeln muss man auch immer aufpassen. Ja, es gibt sehr viele Leute, die sagen, die finden etwas Bestimmtes richtig kacke und die sind sehr laut. Ne? Oder wiederholen sich sehr oft oder machen es auf verschiedenen Plattformen. Da muss man auch aufpassen, ist das denn auch wirklich die Meinung der Masse oder ist das die Meinung irgendwie von wenigen Einzelnen, die nur sehr laut sind? Und da muss man Recherche betreiben und gucken, wie spielen die Spieler auf verschiedenen Plattformen, wie immer wieder gucken, was sagen denn die anderen dazu, verschiedene Gruppierungen an unterschiedlichen Spielern einfangen und dann zu gucken, was ist denn die, wir nennen das immer so gerne, die 90%-Glocke. Da, wo 90% Leute hinlaufen, so, ne? Der Genau. Eierhaufen, so, ne? Wenn 90% der Leute etwas Bestimmtes verstanden haben und 10% nicht, dann muss man immer vorsichtig sein, so etwas zu ändern. Wenn man jetzt 180 Grad in die andere Richtung geht, dann kann es sein, dass man etwas, was sehr gut funktioniert hat, kaputt macht und am Ende gefällt es nur noch 10%. Das wäre echt bitter. An der Basis rütteln ist nie eine gute Idee. Genau. Ja. Und deswegen sind wir immer sehr vorsichtig irgendwie. Die einen sagen dann, ja, ihr macht ja seit irgendwie 20 Jahren dasselbe Spiel. Das machen wir natürlich nicht. Über Innovation können wir mal eine eigene Sendung machen. Auf jeden Fall. Aber was wir machen, ist irgendwie zu gucken, wenn jetzt viele Leute irgendetwas überhaupt nicht verstanden haben, dann muss man da ran und gucken, mit welchen Mitteln können wir das verbessern und dann quasi nochmal testen, funktioniert es jetzt besser. Und das im Grunde genommen mit jedem Spiel, was neu auf den Markt kommt irgendwie, und es gibt immer etwas, was man hätte besser machen können. Und es gibt immer Bereiche, wo man sagt, okay, das Feature hat jetzt vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, oder da an der Stelle fehlt noch ein bisschen mehr Arbeit und Feintuning oder irgendwas in der Art. Und dann versucht man das jedes Mal wieder ein bisschen zu verbessern und Sachen zu verändern. Und darauf kommt natürlich auch das, was irgendwie von uns heraus irgendwie sowieso gewollt war. Das heißt, wir machen ja jetzt nicht Science Fiction, weil Fantasy nicht funktioniert hat. Wir machen Science Fiction, weil wir Bock auf Science Fiction hatten. Und dann gucken wir, was hat im Fantasy gut funktioniert, was wir mit rüberhieven wollen. So funktioniert das, ne? Und dann quasi macht man immer wieder etwas Neues, wo man versucht, sich zu verbessern und am Ende ein neues Spiel kreiert, das den Leuten hoffentlich Spaß macht, wenn es uns selber Spaß macht. Das ist wie beim Bildmaler oder so. Man ist eigentlich nie fertig, aber irgendwann muss man den Griffel hinlegen und sagen, so, jetzt, das ist es und so. Klar kann man immer noch was besser machen, anders machen oder so. Aber abschließend kann man sagen, wir arbeiten dran. Ne? So. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das Ding, hier, der Ventilator, der pustet ganz schön, ne? Irritiert dich das, wenn der so pustet? Nein. Ja? Eigentlich nicht. Okay, weil da hat man immer irgendwie, also wenn ich hier raus, glaube ich wahrscheinlich einen steifen Nacken.